Herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt. Ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Deep Talk, beziehungsweise Podcast, je nachdem, ob du uns auf YouTube zuschaust oder uns über Spotify oder so hörst. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass wir einfach gemeinsam heute Flavios Geschichte so ein bisschen hören können, was er so zu erzählen hat. Und in dem Zuge stelle ich mich einmal selber vor. Ich bin Lukas, ich bin schon eine Weile bei Deep Talk und Flavio auch schon einige Zeit. Und wir hatten eigentlich schon länger geplant, mal Flavio so ein bisschen zu interviewen, weil er in Afrika war. Da kommen wir später noch mehr drauf zu sprechen. Aber irgendwie kam es nicht dazu und deswegen erst jetzt. Aber ich freue mich umso mehr. Aber bevor wir anfangen, möchte ich einmal einen Vers mit euch teilen, der mir wichtig geworden ist diese Woche. Der steht im Psalm 9, Vers 7. Da steht: Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert, und die Städte hast du zerstört, ihr Andenken ist dahin. Da redet David, also König David, gerade über seine Feinde, wie Gott sie zerstört hat, wie niemand mehr auch an sie denkt, weil sie schon lange zerstört sind, ihre Städte, das, was sie gebaut haben, das, wofür sie sich vielleicht gerühmt haben, worauf sie stolz waren, worauf sie sich vielleicht auch verlassen haben, auf ihre Stärke, auf ihr Wissen, auf ihre Klugheit. Und das alles ist weg und es denkt schon niemand mehr an sie. Und genau das möchte ich dir mitgeben, das möchte ich Flavio und mir mitgeben, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wofür machen wir das, was wir machen? Machen wir das nur, um uns selber Städte aufzubauen, die jeden Moment zerstört werden können? Oder bauen wir an Gottes Reich und investieren in ein Reich, das ewig Bestand hat, was nicht einfach so zerstört werden kann, was nicht einfach so verschwinden kann, wie Aktien, ETFs, Häuser oder so es können. Das wollte ich uns mitgeben, dass wir uns einfach vielleicht jetzt in den kommenden Tagen im Alltag immer wieder darüber Gedanken machen, warum gehe ich zur Arbeit? Gehe ich zur Arbeit, um einfach Geld anzuhäufen, oder gehe ich zur Arbeit, um ein Licht in dieser Welt zu sein? Und damit starten wir auch schon direkt in unser Interview. Flavio, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast. Also richtig cool, ich freue mich wirklich. Und um reinzukommen, habe ich so ein paar Entweder-oder-Fragen. Ich glaube, Tina hat das schon mal gemacht. Würdest du entweder auf dem Mount Everest klettern oder E-Sportler werden? Boah, also Mount Everest ist schon ein Erlebnis. Ich glaube, das würde ich wählen. Okay. Würdest du eher im Sommer einen Pulli tragen oder in Winter Shorts? Also, als wir in Afrika jagen waren, da war ich tatsächlich komplett schwarz angezogen mit Pulli. Also das ist für mich kein Problem, könnte ich machen. Also Sommer mit Pulli, okay. Würdest du, wenn du einen entspannten Abend hast, entweder oder eher ein Buch lesen oder einen Film schauen? Boah, zum Lesen muss ich mich manchmal echt schon zwingen. Deswegen, also ich würde, glaube ich, um ehrlich zu sein, einen Film schauen. Okay, ja. Kenn ich. Das ist auf jeden Fall auch so. Würdest du dich eher mit Freunden treffen oder zur Jugendstunde gehen? Ist bei mir eigentlich dasselbe sozusagen. Boah, das ist die perfekte Antwort. Würdest du im Gottesdienst eher der Gesangsleiter sein oder der Ordner? Boah, die Gabe des Singens ist nicht bei mir, würde ich sagen. Also Ordner, okay. Also ich wäre lieber Ordner, glaube ich, ja. Würdest du während der Arbeit, während der Pause eher Kaffee trinken oder spazieren gehen? Boah, Kaffee trinke ich schon während der Arbeit, deswegen spazieren gehen. Ja, so ist das in der Industrie, ne? Ja. Würdest du eher mit der Handybibel lesen oder mit der echten? Kommt drauf an, wenn ich zu Hause bin mit der echten, aber unterwegs, dann habe ich meistens mein Handy und dann lese ich von da. Okay, also das, was gerade praktischer ist. Genau, ja. Oder was gerade zur Hand ist, aber schon priorisiert die echte Bibel. Wow, okay. Ich glaube, wir sind fertig. Nein, Spaß. Wir haben dich jetzt auf jeden Fall ein bisschen kennengelernt, aber noch nicht im Detail. Flavio, möchtest du vielleicht kurz was so ein bisschen zu dir erzählen? Dein Alter, was für einen Beruf du hast, was du gerne machst in der Freizeit? Ja, mein Name ist Flavio Schelmeck, ich bin 21 Jahre alt
Und zurzeit mache ich eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner. Früher hieß das technischer Zeichner, das ist so am Computer Dinge konstruieren und sowas, technische Zeichnungen anfertigen. Genau, und ich interessiere mich ja für Autos, würde ich sagen, ein bisschen Autofreak, aber auch zum Beispiel Apologetik. Ich beschäftige mich sehr viel damit, schaue mir einige Videos an, die sich damit, die das Thema behandeln, aber ja, lese auch Bücher davon, wenn ich mich mal zum Lesen zwinge. Genau. Ja, braucht man auch, ne? Wenn ja. man sich damit beschäftigt, dann. Auf jeden Fall, genau. Hast du eine Buchempfehlung, wenn wir schon darüber sprechen? Also den Titel weiß ich, der heißt Warum Gott, glaube ich. Ja, und das handelt einfach so, ich würde mal sagen, das behandelt das Thema, warum auch schlaue Menschen oder rationale Menschen an Gott glauben oder warum es nicht irrational ist, an Gott zu glauben. Und ich finde gerade in Deutschland, wo das so ein bisschen, ja, einfach das Thema ist, so wer an Gott glaubt, der ist irgendwie dumm oder so. Ich glaube, das kann einem schon die Augen öffnen, warum es wirklich Gründe gibt, an Gott zu glauben. Und genau, ja. Hast du das Buch in einer Zeit gelesen, wo das bei dir so war, wo du vielleicht gezweifelt hast, oder hast du das gelesen, um einfach solchen Leuten begegnen zu können? Ich habe es mir jetzt neu gekauft, ich lese gerade so immer wieder ein bisschen, aber es ist einfach das Thema, ne? Das geht ja auch in die Richtung Apologetik. Genau, deswegen, ich habe es mal in einem Video, wurde das empfohlen, dann habe ich es mir einfach gekauft und ja, die ersten Seiten, die ich gelesen habe, fand ich schon ansprechend, also ist schon interessant, ja. Okay, cool. Vielleicht, bevor wir zu tief reingehen, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zu Deep Talk gekommen? Wie lange bist du jetzt schon da? Boah, Sommer, ich weiß nicht genau. Über ein halbes Jahr auf jeden Fall. Ja, aber so viele Aufnahmen haben wir auch noch nicht gemacht. Ne? Ich bin durch einen Freund aus der Jugend, bin ich auf, hier hingekommen. Ich hatte schon vorher Kontakt mit Deep Talk und Segenswelle. Steffen war bei uns in der Gemeinde. Das war auch noch vor meiner Zeit in Afrika. Vielleicht kommen wir darauf auch gleich zu sprechen. Ich hatte ja auch zuerst gedacht, vielleicht ein Jahr hier zu verbringen, ein FSJ. Dazu kam es dann leider nicht. Aber ja, also Deep Talk war mir schon immer so ein Begriff. Und dann jetzt Anfang des Jahres oder so war das, dann kam ich mit dem Kumpel, kamen wir hier hin und haben uns das hier einfach angeschaut. Und dann habe ich halt so mitbekommen, dass in Deep Talk jemand abgesprungen ist oder dass da was frei wurde. Und dann habe ich einfach gefragt, also wäre das möglich? Wenn die Möglichkeit besteht, ich würde das schon gerne machen. Genau. Ja, cool. Ja. Richtig eigeninitiativ. Richtig gut. Ich musste gefragt werden. Ein paar Mal, glaube ich. Nee, aber jetzt bin ich sehr froh, dass ich auch hier bin. Wollen wir einfach mal weitermachen mit Fragen zu dir. Wie bist du aufgewachsen? Wie war so deine Kindheit? Und erzähl vielleicht so ein bisschen auch über deine Familie. Ja, also ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich bin der Älteste von, jetzt muss ich mal zählen. Also ich bin der Älteste, ich habe noch 5 jüngere Geschwister, also das passt. Sehr gut. Ja, manchmal bin ich da, also mit Zahlen bin ich manchmal ein bisschen verwirrt. Genau, ich bin der Älteste und wir sind auch schon, seit ich mich erinnern kann, sind wir zur Kirche gegangen. Also der Glaube und Gott, das war für mich immer ein Begriff. Und ich wusste auch immer, also ich war auch immer von der Existenz von Gott überzeugt. Aber so richtig, dass ich wirklich geglaubt habe oder so richtig mich bewusst dafür entschieden habe, das kam erst später. Das war so in die Zeit von 2020. Und das habe ich bis jetzt nicht bereut, ne? Genau. Also auch durch meine Kindheit, dass ich so viel immer von Gott gehört habe, auch durch Kinderstunde und Jungschar. Also ich habe auch schon einiges Wissen konnte ich dann ansammeln, was ich immer in meinem Kopf hatte. Und das hat mich auch durch schwierige Zeiten gebracht, auch selbst wenn ich noch nicht bekehrt war, sag ich mal. Genau. Wenn du so überlegst, wie das so war, als Kind aus gläubigem Elternhaus aufzuwachsen, hattest du da vielleicht auch irgendwie so Schwierigkeiten oder Sachen, wo du sagen würdest, das ist gerade für Kinder aus gläubigen Elternhäusern schwer? Ja, man wächst einfach auf in einem gläubigen Elternhaus, man weiß genau, wie habe ich mich zu verhalten, dass die Eltern, ich sag mal, zufrieden mit einem sind oder auch vor den anderen in der Gemeinde, dass man weiß, was für eine Maske man sich aufsetzen muss, dass keiner schwierige Fragen stellt oder so, sag ich mal.
und wirklich da dann wirklich durchzudringen und einen lebendigen Glauben zu haben. Ich denke, das ist schon schwerer als bei Menschen, die halt nicht aus einem gläubigen Elternhaus kommen. So war es zumindest bei mir so. Okay. Genau. Und würdest du sagen, es hat auch einen sehr großen Vorteil, in einem gläubigen Elternhaus aufzuwachsen? Natürlich, also ich denke auch, dass die Vorteile überwiegen. Also allein das Wissen, was ich über Gott habe, was mir meine Mutter, meine Eltern mir beigebracht haben, dass ich zur Kinderstunde gehen konnte, dass ich immer im Gottesdienst war, das bereue ich nicht. Ja, ich glaube auch das, was du meinst, eben, dass du auch in schwierigen Zeiten schon irgendwie zu Gott gebetet hast, obwohl du noch gar nicht im Glauben warst. Das war ja auch nur dadurch möglich, dass du schon wusstest, es gibt einen Gott, mit dem man reden kann. Ne? Ja. Du kannst die Lösung schon. Ja, das stimmt. Kannst du dich erinnern vielleicht an eine Situation oder irgendwelche Menschen, die dich so in der Kindheit so auf den Glauben gesehen, sehr geprägt haben? Meine Mutter auf jeden Fall. Also mit ihr, also ich bin nicht zum Kindergarten gegangen, ich war halt immer bei meiner Mutter. Als das erste Kind auch, und dann habe ich mit ihr viel in der Kinderbibel gelesen und sowas. Ja, ich würde schon sagen, dass sie ja sehr prägend war. Aber auch, ja, immer wieder gab es Menschen, die mich sehr geprägt haben, aus der Familie oder in der Gemeinde, irgendwelche Bekannten. Ja. Ich glaube, sind oft die Eltern, ne? Wenn die einem den Glauben vorleben, authentisch und so. Das ist schon echt gut. Das hilft einem echt weiter. Möchtest du vielleicht kurz erzählen, wie das so war 2020, wo du das mit Gott dann festgemacht hast? Ja, also ich habe komischerweise nicht so wirklich ein Datum oder so. Das war so diese Corona-Zeit einfach. Klar, als Kind, ich kann mich erinnern, als einmal aufgerufen wurde zur Bekehrung, bin ich nach vorne gegangen, habe ein Gebet gesprochen und so bin ich dann noch aufgewachsen. Und bei mir war es halt immer so, ich war zwischen zwei Welten einfach. Ich wusste, das eine stimmt, aber ich wollte irgendwie auch das andere haben, ne? Ja. In der Schule mit den anderen Freunden. Ich wollte immer der Coole sein in der Schule. Und ja, so hänge ich zwischen den beiden Welten. Dann kam Corona. Also, nee, genau. Vorher sind wir umgezogen. 2019, Ende 2019, kam ich auf eine neue Schule und ich konnte halt sofort ein neues Bild erschaffen von mir, wer ich als Person bin, mich sofort zu den, ich sag mal, Popular Kids bewegen. Und ja, genau, dann kam halt Corona und das war so wie so ein Reality-Check. Also diese Isolation auch, das hat mich einfach fertig gemacht, ne? Also einfach alleine zu sein. Ich hatte auch mit Depressionen zu kämpfen zu der Zeit und auch in Gemeinden habe ich Dinge erlebt, die mich fertig gemacht haben. Und dann war es 2022 ungefähr, 2022, 2021, ich weiß nicht mehr genau, kamen wir in eine neue Gemeinde und das hat mich so überwältigt, die Jugendlichen da zu sehen, einfach Menschen zu sehen, die wirklich den Glauben leben. Und das hat mich einfach so angesteckt. Und ich konnte nicht mehr anders. Also für mich war es so, ich muss jetzt den Weg mit Gott gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Genau. Und wie war es danach? Was hat sich in deinem Leben verändert? Also das hat von Schlag auf hat sich so vieles verändert. Allein mein Wunsch, irgendwas für Gott zu tun und einfach die Lebensfreude, die man bekommen hat. Natürlich, mir ging es nicht die ganze Zeit gut. Ich habe auch gelitten und andere, also, aber trotzdem, man hat einfach dieses Vertrauen in Gott und man hat einfach diese Hoffnung und das trägt einen so durch und ich finde, das hat mich schon am meisten, ja, genau. Ja, richtig, richtig stark. In welche Gemeinde gehst du jetzt? In die Mennonitengemeinde Behlen. Okay. Also das ist ein ganz kleiner Ort mit sehr vielen Ampeln. Okay. Ja. Und du hast dich dann bekehrt, hast die Leute da gesehen, die dich so inspiriert haben auch, ne? Wie war dann der Weg so in der Gemeinde? Hast du da irgendwelche Dienste übernommen, die du jetzt immer noch machst? Also ich habe als Übersetzer angefangen. Wir haben eine Frau aus Afrika und für die übersetze ich gelegentlich den Gottesdienst auf Englisch. Oh, cool. Auch mit anderen, die sind da auch im Team. Aber das war so, glaube ich, so mein erster richtiger Dienst, den ich übernommen habe. In der Jugend auch einige Sachen, ne? Ein bisschen Verantwortung übernehmen, mal eine Einleitung für eine Jugendstunde. Genau, und dann, so kam das dann irgendwie, ne? Hat das alles angefangen.
Ich weiß nicht, ob es vor Afrika war oder danach, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, zur Bibelschule zu gehen. Und ja, das waren so die Sachen, so hat es angefangen bei mir. Okay. Und dann Afrika. Das war ein großes Thema bei dir jetzt in letzter Zeit. Ich glaube, also wenn man sich mit dir unterhält, dann kommt auch immer wieder irgendeine Geschichte aus Afrika hoch, von der du erzählst oder immer, also irgendwas erzählst du meistens so von Afrika. Also man merkt schon, dass es eine Zeit, die dich schon geprägt hat, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und ja, wie hat das alles angefangen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du gedacht hast, hey, nach Afrika könnte man ja auch gehen? Ja, das war so, ich habe mich zur Taufe gemeldet und ich hatte so voll in mir drin, ich will was für Gott machen. Und das war gerade auch die Zeit, wo ich kurz vor meinem Abschluss war, Abiturabschluss, und danach, ich wusste gar nichts, was soll ich machen? Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, ausbilden, studieren, überhaupt nicht. Mein Papa hat immer gesagt, du musst dich bewerben. Und irgendwie hatte ich aber in mir drin so, jetzt bewerben, das ist nicht mein Weg, ich weiß nicht. Und es war einfach eine Ungewissheit. Aber ich wusste, dass Gott es weiß. Und das hat mich auch so ein bisschen da durchgetragen. Und es gab viele Dinge, wo ich dachte so, oh, das ist es jetzt. Und dann hat sich herausgestellt, das ist doch nicht der Weg. Es war der Plan, in eine alten Einrichtung in Israel zu gehen, nach Segenswelle für ein Jahr. Aber irgendwie, es gab immer Dinge, die dann nicht gepasst haben und wo einfach eine Tür zuging. Und dann kam es halt zu Afrika. Der Missionar, die waren in unserer Gemeinde, haben einen Vortrag gehalten. Und ich habe gebetet während dem Vortrag. Also wenn er jetzt sagt, dass die unbedingt Helfer brauchen, dann melde ich mich und den Rest wird Gott führen, ob es sein Wille ist oder nicht. Ich will einfach nur den Weg gehen, den Gott vorbereitet hat. Und das war auch genau das, was er danach gesagt hat, nach meinem Gebet, dass sie unbedingt Hilfe brauchen. Und ich dachte, okay, ich muss den jetzt ansprechen und dann schauen wir, wohin der Weg geht, ne? Und so kam das dann einfach, ne? Dass ich dann, die Möglichkeit hatte, nach Afrika zu gehen. Wie war so der ganze Prozess? Musstest du dich irgendwie bewerben oder irgendwelche Papiere einreichen? Musstest du geimpft werden? Ja, geimpft tatsächlich. Also ich bin da so ein bisschen unkonventionell, sag ich mal. Also normalerweise, die Missionare werden auch von Tool Nations getragen. Genau. Und die Sache ist, normalerweise ist es ja so, bei Tool Nations, man kommt auf die Organisation zu und dann wird man auf die Missionare weitergeleitet. Bei mir bin ich so ein bisschen anderen Weg gegangen. Okay. Und ich fand's eigentlich, ich bin sehr dankbar, wie Gott das geführt hat, dass man direkt von der Gemeinde das Go hatte, dass man direkt Kontakt zum Missionar hatte und dann zur Missionsgesellschaft geleitet wurde. Ja, so lief das bei mir ab. Es gab einen Moment, da dachte ich, oh, jetzt fällt alles zusammen. Ich habe mit dem Missionar telefoniert und dann hat er mal so die Kosten angesprochen. Und ich dachte, nee. Hier ist Ende. Das erlauben meine Eltern nicht, dachte ich. Aber ja, ich bin meinen Eltern sehr dankbar, wie sie sich ja auch darum gekümmert haben, wie die Gemeinde sich eingesetzt hat, dass sie mich getragen haben, beide unterstützt haben. Dafür bin ich schon meinen Eltern sehr dankbar. Ja, cool. Also du hast das dann geregelt, so mit deiner Missionsorganisation und dem Missionar und so, dass du das machen konntest. Deine Eltern und deine Gemeinde hat dich unterstützt, auch wahrscheinlich im Gebet auch, aber auch mit finanziellen Mitteln, ne? Und dann bist du in Afrika gelandet. Kannst du dich noch so an die ersten Eindrücke erinnern, wo du, weiß nicht, bist du geflogen wahrscheinlich, oder? Ja, das war heftig. Also zum einen, ich bin dahin geflogen, ich war in Gambia, das ist das kleinste Land Afrikas, aber zum Beispiel ich bin dahin geflogen, ich wusste nicht mal, wie die Flagge aussieht, keine Ahnung gehabt. Ich hatte überhaupt keine, wie sagt man, keine Gedanken oder keine Vorstellung, wie das alles, natürlich so ein bisschen, ne? Aber ich habe mir nicht irgendwelche Sachen ausgemalt, ich bin einfach dahin gefahren, fertig, ne? Und dann, man steigt aus dem Flugzeug aus und es überfällt einen sofort dieses Klima, ne? Diese Hitzewelle, boah. Und am Anfang liegt man da noch erstmal, ne? Das Klima, das macht einen schon fertig. Ja. Wie warm war es da so?
Ja, über 30 Grad so im Schnitt. Also so Angenehm, würde ich deutscher sagen. Hochsommer die ganze Zeit. Das hat ganz gut gepasst. Ich bin genau am Ende der Regenzeit angekommen. Mhm. Und genau am Anfang der Regenzeit bin ich dann wieder geflogen. Also ich habe die gar nicht so viel mitbekommen. Ja, okay. Und von den Geschichten, was ich von anderen gehört habe, das ist schon eine Hausnummer, ne? Verglichen zu dem, was vorher war. Ja. Ja gut, muss man sich einfach dran gewöhnen dann, Ja. ne? Wenn es jeden Tag dann mal regnet. Ich weiß nicht, wie das da ist, ja, ob es da den ganzen Tag dann durchregnet, aber Ja, also ich glaube immer mal wieder einfach, oder? wie gesagt, ich war nicht voll in der Regenzeit bei, aber am Anfang dann, es hat halt angefangen zu regnen und zwar heftig. Gewitter auch. Und die Straßen, da waren Pfützen, ne, überall. Mhm. Das war so ein heftiger Unterschied, sonst man hat monatelang kein einziger Tropfen, ne? Und dann auf einmal, boah. Ja. Ja, okay, krass. Wie hast du da gelebt? Wurdest du aufgenommen oder hattest du eine eigene Wohnung? Am Anfang hatte ich tatsächlich eine eigene Wohnung auf einem anderen Compound, heißt das da. Das sind so die Grundstücke. Ja. Es war so ein großer Platz und dann auf der einen gegenüber war dann der Compound, wo 2 Wohnungen waren für Kurzzeitler und dann da gegenüber dann der richtige Compound, wo die Missionsstation war. Ich habe zuerst in diesen Wohnungen geschlafen, aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich habe einfach mega schlecht geschlafen. Und dann haben die Missionare angeboten, dass ich bei denen hinziehen kann. Und das fand ich auch sehr schön, wie das da war einfach. Also man wurde richtig integriert in die Familie Okay. und man hat sich ich habe mich gefühlt wie ein großer Bruder, ne, zu den Kindern von den Missionaren. Also man war einfach dabei, mittendrin. Und das war schon sehr schön. War der Missionar ein Afrikaner oder? Genau, ursprünglich kommt er aus Gambia. Mhm. Genau. Und seine Frau, die kam auch als Kurzzeitlerin oder Lernhelferin, kam die auch. Dort haben die sich dann kennengelernt. Okay. Genau. Ja, witzig. Erzähl doch mal ein bisschen. Ich habe jetzt noch kein klares Bild davon, wie dieses Missionswerk da aussieht. Und vielleicht auch ein bisschen zu der Bevölkerung, was du so zu der Bevölkerung halt sagen kannst. Ja, also vielleicht erstmal zur Bevölkerung. Das Land wird auch genannt The Smiling Coast of Africa, also die lächelnde Küste Afrikas. Und das merkt man auch. Die Leute, die sind da so freundlich, ne? Manchmal, wenn ich in Deutschland gehe, ich gehe spazieren und die Leute, die gucken einen so grummelig an. Ja, okay, ich gucke manchmal auch grummelig zurück, aber da war das schon anders, ne? Die haben voll das Lächeln und das war auch nicht so, meistens kennt man das ja so, man ist in irgendeinem Urlaubsgebiet und die Leute sind nur nett zu einem, um irgendwas zu bekommen, ne? Ja. Da gab es auch solche Leute, ne? Aber viele, mit denen ich gesprochen habe, die waren einfach nett. Die waren hilfsbereit, die hatten voll das Lächeln auf und das war so ein Kontrast zu Deutschland. Das hat mich schon überrascht einfach. Also, und genau, ja. Die Bevölkerung ist auch überwiegend muslimisch. Es ist ein muslimisches Land. Es gibt eine christliche Minderheit. Genau, und das Ziel von der Missionsstation, das ist so eine Autowerkstatt. Dort werden Leute ausgebildet und dafür gehen sie dann auch zum Gottesdienst und die werden auch geistlich versorgt dann einfach. Ne? Wir haben Okay. Bibelstunden mittwochs und Wie groß ist die Gemeinde da so? sehr klein. Sehr klein. Also ich glaube so groß wie das Studio, Mhm. in dem wir hier gerade sitzen, vielleicht ein bisschen kleiner sogar. Okay, krass. Und wie ich das so gehört habe, ist in Afrika auch der Gottesdienst manchmal ein bisschen anders. War das da genauso, wie man sich das vorstellt manchmal, so mit Tanzen und Klatschen Ja. und Jubeln und so? Also ich war in einer anderen Gemeinde dort, mal zu Besuch an Weihnachten. Da ging das schon so in die Richtung, aber so wie wir Gottesdienst gemacht haben, das war halt mehr so wie wir das aus Deutschland kennen. Eher ruhiger. Die Missionare sind auch deutsch geprägt, würde ich sagen. Also wie das bei uns war aus diesen, russlanddeutsche Szene, würde ich sagen. Aber die hatten auch eine Intention wirklich dahinter. Für einen Muslim, der da reingeht, der ist schon was gewohnt, wie das bei ihm ist in der Moschee. Und wenn er dann was völlig anderes sieht, dann dreht er sich um und geht woanders hin. Ne? Okay. So ist das auch gedacht, ne? Dass man da auch für die Menschen kein Anschluss ist. Man will ja Menschen erreichen und nicht Menschen, verscheuchen. Okay. Was waren so deine Aufgaben da? Ich bin da hingekommen als Lernhelfer. Also die haben da so eine kleine Schule, sag ich jetzt mal. Das war so ein Homeschooling-Programm von einer amerikanischen Schule, Abeka hieß die. Und da waren 3 Familien waren dort.
mit Kindern. Die haben sich immer versammelt und dann, ja, unterschiedliche Klassen gab es. Die haben dann Videos geschaut vom Unterricht und dazu gab es dann Lernmaterial und meine Aufgabe war es quasi daneben zu sitzen, aufzupassen, dass die anderen aufpassen und Tests kontrollieren und sowas. Ja. Okay. Aber auch, ja, geistlich unterstützt. Ich habe auch, dort die Möglichkeit bekommen, sonntags auch zu predigen, den Missionar so zu unterstützen. Ja, solche Sachen, genau. Ja, praktisch auch immer wieder ein bisschen was gemacht da. Ja. Cool, das hört sich sehr abenteuerlich an. Ja, das war's auch. Ich glaube, ja, weiß nicht, was hast du vielleicht gelernt so bei dem Kinderunterrichten? Hat dich da irgendwas geprägt oder was du gelernt hast einfach? Boah, da haben wir schon einiges gelernt, ne? Einfach die Fassung zu behalten manchmal. Und wenn die mal nicht konzentriert sind oder? Ja. Einfach mit Verantwortung umzugehen. Ne? Also ich muss sagen, ich habe da auch nicht alles perfekt gemeistert. Ne? Wir machen Fehler, aber genau sowas habe ich schon, genau. Ja, cool. Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht in Afrika, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Einige, ja. Möchtest du davon erzählen? Vielleicht erstmal was richtig Positives. Was richtig Positives? Also das Allergrößte, was ich dort erfahren habe, dass sich ein Muslim bekehrt hat. Und das war, glaube ich, so, das war die Zeit von, genau, am Palmsonntag wurde es bekannt gegeben. Und an dem Tag, mir war einfach klar so, ja, es hat sich gelohnt, dass du hier bist oder dafür warst du hier. Ich habe viel mit ihm Bibel gelesen, ihn angeleitet und da waren einige Kurzzeitler davor, die haben, würde ich sagen, die haben gegossen und ich habe einfach geerntet, sag ich mal. Ja, okay. Ja, das voll cool, dass Gott dir das so geschenkt hat, auch in der Zeit, ne? Das ist einfach eine so tolle Erfahrung, sowas zu sehen, wie sich ein Mensch verändert. Ja, cool. Und jetzt vielleicht etwas, was dich irgendwie sehr erschrocken hat oder weiß nicht, ich glaube, du hattest vorhin schon was angesprochen. Vielleicht möchtest du das einmal so ein bisschen erzählen. Ja, also man hat mit vielen Sachen dort zu kämpfen. Einfach ein bisschen hatte ich auch mit der Isolation zu kämpfen, also dass ich so weit aus Deutschland war. Ich würde nicht sagen, dass ich so richtig schlimm Heimweh hatte, aber man hat die Leute halt vermisst. Ja. Und es gab einen Abend, da habe ich mich ich war so fertig einfach. Das war einfach eine stressige Zeit und ich saß auf der Toilette und ich musste einfach weinen, ne? Ich war einfach fertig. Ich dachte so, ich bin hier alleine und was weiß ich. Und ich habe einfach zu Gott gebetet. So, egal durch was ich hier durchgehe, ich gehe mit dir, Gott, irgendwie in die Richtung, ich weiß nicht mehr genau. Und genau in dem Moment schreibt mir auf einmal meine Oma, Flavio, wir sind so stolz auf dich, dass du das hier machst, wir beten für dich. Boah. Und das kam genau in dem Moment. Krass. Das war einfach, als hätte Gott direkt, also die nächste Stufe wäre vielleicht, Gott hätte wirklich geredet einfach. Ja, das war so etwas, womit ich auch zu kämpfen hatte einfach. Und klar, Afrika, ich habe da viele Geschichten gehört, irgendwelche, so Geistergeschichten oder so etwas. Und es gab eine Nacht, die hat mich schon mitgenommen. Das war wieder so ein Abend, da war ich ein bisschen fertig einfach. Und das war bei mir, ich wusste nicht so, soll ich jetzt weitermachen? So in die Richtung ging's. Ja. Und mein Jugendleiter hatte mir geschrieben und ich habe ihm geschrieben, egal was, ich werde weitermachen. Ich höre jetzt nicht auf. Und dann bin ich schlafen gegangen und es war einfach eine komische Nacht und auf einmal habe ich meinen kleinen Bruder weinen gehört. Also so richtig, ich war wach, konnte meinen Raum sehen, alles, mich umherschauen. Habe ich meinen kleinen Bruder weinen gehört und das Weinen wurde immer lauter. Dann hat noch ein anderes Baby geweint. Da ist gerade ein Baby geboren zu der Zeit. Habe ich das Baby gehört. Das wurde noch lauter und ich habe im Zimmer geschlafen mit dem Kopf zur Tür. Und auf einmal hat es richtig angefangen, gegen die Tür zu hämmern, so richtig laut. Alter. Als wäre da wirklich irgendwas, was da rein will, ne? Und auf einmal konnte ich mich nicht bewegen und ich konnte auch meinen Mund nicht aufmachen und ich habe einfach nur im Kopf gedacht, also ich habe im Kopf gebetet, Jesus, bitte rette mich. Und genau dann konnte ich meinen Mund aufmachen, habe gesagt, Jesus, bitte rette mich. Und es hat von dem Moment auf den anderen sofort alles aufgehört. Boah. Und das war schon heftig. Ey, ich habe so Gänsehaut, ne? Ja, ich auch. Und ich habe sofort am nächsten Morgen direkt meiner Mutter eine Sprachnachricht gemacht, dass ich das bloß nicht vergesse. Ja. Ja, das war so
die heftigste Erfahrung, die ich da erlebt habe. Genau. Ja, ich glaube, gerade in solchen Ländern, wo die Leute noch so an Geister glauben und so, ist das teilweise noch viel präsenter oder so, Auf ne? jeden Fall, ja. Ja, heftig. Und was hast du gelernt aus der Zeit? So, wenn du bist jetzt schon, wie lange bist du jetzt schon in Deutschland wieder? Boah, ich glaube, vor 2 Jahren bin ich losgeflogen. Ja, Und für 1 Jahr bist du da geblieben, ne? 9 Monate waren Okay, das, genau. nicht ganz dann. Mit Zeit bin ich so ein bisschen, muss gerade selber erstmal überlegen, aber ich bin schon eine Weile in Deutschland wieder. Ja, okay. Was hast du gelernt aus der Zeit? Man hat einiges gelernt, aber ich glaube, das meiste ist, dass ich einfach nur Gott brauche. Dass ich nur Jesus brauche. Und von der einen Seite, man kommt aus Deutschland in einem Land, wo man fast alles hat. Man geht in ein Land, wo man fast nichts hat. Ja. Und dieser Kontrast einfach, das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Und ich merke auch, ich bin nach Deutschland zurückgekommen. Man ist wieder ein bisschen zurückgefallen, man lässt es sich gut gehen und so. Ja. Und Das kenne ich. das soll ja eigentlich nicht so sein. Und wir brauchen nur Jesus, wir brauchen nur Jesus Christus. Und wenn wir das nicht haben, dann macht es einfach keinen Sinn. Dann haben wir keinen Sinn. Das war bei mir lange Zeit, habe ich ohne Jesus gelebt und ich hatte keinen Sinn im Leben. Ja. Genau, das war so das, was ich mitbekommen habe. Ja, stark. Dass du einfach Jesus brauchst. Ja, du hast erzählt, dass du immer wieder Herausforderungen hattest, auch im Glauben, dass du vielleicht kraftlos warst oder so. Hattest du in der Zeit Bibelverse oder so, die dir wichtig geworden sind, die dir Kraft gegeben haben? Wenn du willst, kannst du die einfach Ja, ich habe mir ein paar aufschlagen. markiert. Zum einen der Vers, der mich ja schon vor Afrika geführt hat, das war Psalm 37, Vers 5. Befehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Also er wird es vollbringen. Und dieser Vers, der hat mich einfach begleitet. Also Gott kennt meinen Weg und nur wenn ich auf dem Weg gehe, den Gott möchte oder den Gott mir vorbereitet hat, und nur dann werde ich auch glücklich sein, wenn ich an der Stelle bin, wo Gott mich haben möchte. Genau, und dann mein Taufvers war mir auch wichtig, das ist Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Der wurde mir auch schon vor Afrika wichtig, aber das Heftige war, das war mein Taufvers, ich komme an auf die Missionsstation, ich schaue mir alles an. Ich gehe ins Wohnzimmer, ich gucke auf die Wand, und da ist genau der Vers. Ah, krass. Auf Englisch und ja, es hat mir einfach gezeigt, Gott möchte dich hier haben und dass ich auf ihn vertrauen kann. Ja, und ein anderer Vers, auf Englisch hört er sich ein bisschen anders an. Ich lese ihn mir auch vor. Micha 7, Vers 8. Freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Und das habe ich einfach gemerkt. Ich bin kein perfekter Mensch. Ich bin nur perfekt durch Christus. Oder in Christus bin ich perfekt. Und selbst wenn ich falle, er ist immer da und wir können aufstehen und weitermachen. Und nur durch ihn, denn er ist unser Licht. Ja. Genau. Das war so der Vers, der mich hat weitermachen lassen. Ich habe oft versagt. Aber das Versagen, das soll uns nicht zum Versagen bringen, sag ich mal so. Also, ja, weitermachen. Ich finde, da merkt man dann auch, dass Gott wirklich am Wirken ist, ne? Ja. Wenn Gott uns an unsere eigenen Grenzen kommen lässt, dann merken wir, okay, also hier, ich kann nicht mehr weiter. Aber wenn wir dann zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten und wir es dann wirklich schaffen, obwohl wir gesagt haben, nein, kein Schritt weiter oder so, ne, wie vielleicht da auf der Toilette, wo du geweint hast oder so, ne, und Gott hat dir da rausgeholfen wieder aus dieser emotionalen Lage und auch so aus der Kraftlosigkeit. Und danach kann man dann auch sagen, so, ich bin nicht perfekt, das hat Gott gemacht, weil wenn man diese Tiefs nicht hätte, dann würde man denken, ach, das war so easy, habe ich ganz locker geschafft, alles aus eigener Kraft und so. Wo wäre da die Ehre für Gott, ne? Ja, und ich sag auch, es kommt so auf die Motivation an oder auf das, weswegen du etwas machst. Wäre ich nach Afrika gegangen und hätte mir vorgenommen, ich will den Menschen unbedingt helfen. Das ist ja ein guter Grund.
ich will den Menschen helfen. Das wird ja keiner verurteilen. Ja. Aber wenn du da hinkommst, du willst den Menschen helfen, auf einmal enttäuschen dich diese Menschen. Was hält dich dann noch da? Ja. Du bist da und mit dir wird schlecht umgegangen und du willst den Menschen eigentlich helfen. Und wenn das deine Motivation ist, wieder zurück, zack. Ja. Aber wenn deine Motivation ist, ich will das machen, was Gott möchte, dann können Menschen dich fertig machen, du machst weiter. Nicht wegen dir, sondern wegen Gott. Hattest du eigentlich schon vorher so dir Gedanken gemacht über deine Motivation? Weil immer wenn ich von mir erzählen kann, immer wenn ich irgendwie so dran denke, boah, da könnte man in die Mission gehen oder so, irgendwie Sibirien, so da, wo kein fließend Wasser ist, wo alles einfrieren würde oder so, ne, wo die dann einmal in der Woche irgendwie in so ein Saunahaus gehen zum Waschen, dann denke ich, boah, das wäre schon cool. Und dann packt mich manchmal diese Abenteuerlust und dann denke ich so, will ich das jetzt nur machen wegen der Abenteuerlust, weil das irgendwie spannend klingt oder so, oder mache ich das wirklich, um Gott zu gefallen, ne? Um das zu machen, was er von mir möchte? War das bei dir vielleicht auch so ein bisschen so, dass du gedacht hast, Abenteuer erleben, so nach dem Abi gerade? Ja, also, wenn ich mich sozusagen zurückdenke, ich habe einfach immer gesehen, wie Gott mich geführt hat. Und natürlich freut man sich auf Dinge, die man dann macht. Ja. Wir waren da jagen und so. Das sind coole Sachen, das ist Abenteuer. Aber das ist wieder dieses Motivationsding. Wenn Abenteuer deine Motivation ist, das trägt dich nicht. Und das kam nicht von mir selber. Gott, das war einfach Gott, ich kann es nicht anders sagen. Ja. Ich kam dahin, ich hatte keine Vorstellung, ich hatte keine Erwartung. Und also, ich dachte, ich war einfach hier. Ich mache jetzt einfach. So, und ich weiß noch, ich kam an, ich habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, die Kinder haben sich bei mir versammelt und auf einmal, das war also der erste Tag und dann hatte ich auf einmal so diese Realisation, du kommst hier jetzt nicht weg, du bist hier jetzt für 9 Monate. Es war ganz kurze Panik, die so hochkam. Ja, okay. Aber dann hatte ich sofort diesen Gedanken, Gott möchte, dass du jetzt hier bist. Und sofort waren diese Gedanken weg. Ja. Und so ein Moment der Panik oder so, das kam nicht mehr wieder. Und da bin ich Gott auch dankbar, wie er das geführt hat. Ja. Sonst hätte ich das wahrscheinlich dann nicht so lange ausgehalten. Ja, wenn nicht Gott so an erster Stelle und auch der Grund wäre, ne? Ja. Ich habe irgendwie schon mehrere Geschichten von dir und Wildschweinen gehört. Oh Mann. Das war irgendwie eine wichtige Sache bei dir, keine Ahnung. Das wiederholt sich. Möchtest du darüber erzählen? Ja, ich habe einiges erlebt mit Wildschweinen da. Ja, so, wir sind da jagen gegangen, regelmäßig auch, ich weiß nicht genau, alle 2 Monate oder jeden Monat oder so und genau, wir haben Wildschweine, wir haben immer Wildschweine gesagt, aber eigentlich sind das Warzenschweine, ich weiß nicht, wer König der Löwen kennt, Pumba war das. Okay. Genau. Der Mörder. Ja, ich hab leider keins erwischt, deswegen, ich bin kein Mörder. Okay. Ja, so ich kann ja ein bisschen erzählen, wie das so abgelaufen ist. Ja. Ne? Wir sind da mitten in der Nacht losgefahren. Die Missionsstation, die ist relativ nah an der Küste und wir mussten ins Landesinnere. Und das ist auch, also Gambia ist halt einfach nur ein Fluss und dann, glaube ich, 20 Kilometer in die Richtung vom einen Ufer und vom anderen Ufer, das ist das Land, so um den Fluss rum. Das ist einfach so ein Strich. Insinniger Dritte. Und wir sind ins Landesinnere gefahren, ich weiß nicht, 5 Stunden oder so. Und selbst das war schon ein Abenteuer, ne? Wir sind nicht am Ende sind wir, glaube ich, 1-2 Mal mit so einem Bulli gefahren, mit so einem Bus. Aber am Anfang waren wir einfach so auf einem Pickup, hinten auf der Ladefläche. Ich Alter, und noch cool. ein anderer Kurzzeitler. Und da ist halt so, die Ältesten dürfen vorne sitzen, die Jüngsten, die können schön nach hinten gehen. Morgens war das eigentlich, also, wenn die Sonne schien, war es angenehm. Der Fahrtwind, dann war ihm nicht so heiß. Und nachts, die haben mir noch gesagt, boah, zieh eine lange Hose an, da ist es kalt. Ich dachte so, wir sind hier in Afrika. Und nachts, auf der Rückfahrt hatte ich, glaube ich, auf der Rückfahrt, wir sind zurückgefahren, ich hatte nur noch eine Shorts. Boah, ich habe so gefroren. Ne? Ich habe mich dann erstmal so gesucht, wo so der Auspuff lang geht bei dem Auto auf der Ladefläche und da war es dann warm, da habe ich mich dann hingelegt. Boah, das war die Fahrt erstmal auf einem Pickup hinten raus sitzen. Das war schon cool, ne? Freiheit, oder? Ja. Dann kommt man da an und das war so auf so einer Halbinsel, wo wir gejagt haben.
Und da muss man erstmal hinkommen, ne? Also nachts mit Gewehren, man steigt in ein Boot ein und dann fährt man über den Fluss, man fühlt sich wie so ein Kämpfer oder so. Ja. Das ist einfach. Auf so Geheimmissionen. Ja. Und auch mit den Leuten, einfach mit denen mit den Einheimischen, ne? Da waren ein paar, die waren so jagdverrückt, ne? Boah. Ich glaube, du willst am liebsten jetzt wieder dahin, Ja, oder? das ist auch das Erste, was ich immer wenn ich mit dem Missionar spreche oder so, weil wir gehen wieder jagen. Und dann will ich dann nochmal hin, weil ich will unbedingt nochmal, ne? Das ist einfach so ein Abenteuer. Und dann nächstes Mal auch eins erwischen, ne? Ja. Mal schauen. Ja, dann kommt man auf diese Halbinsel, dann ist schon Sonnenaufgang und das sieht einfach wunderschön aus, ne? Die Natur, boah, das ist wie, als wenn man so eine Afrika-Doku guckt, so sieht das dann halt da aus, ne? Ja. Wie Afrika halt aussieht, ne? Und dann war da so ein See und dann geht die Sonne auf und dann, man geht da und das war halt nach der Regenzeit, alles ist ausgetrocknet da auf einmal, ne? Man sieht so, ja, diesen ausgetrockneten Boden, man geht da lang und man guckt am Horizont, wo sind da die Schweine? Genau, und dann sind wir einfach so umhergestreift und haben die halt gesucht, ne? Und manchmal hat man einfach, ich glaube, eine Jagd gehabt, da haben wir gar nichts gehabt oder ich habe nichts vor die Augen bekommen und manchmal, ja, dann hat es einfach geknallt und dann sagen sie, ey, wir haben ein Schwein, kommt mal her, müsst das tragen. Dann sind wir dahin und dann trägt man dieses Schwein da so, die haben so eine Trage gemacht aus Holz und dann trägt man das Schwein so durch die Gegend. Kann man das zu zweit tragen oder muss man Ja, mit noch mehr Leuten? kann man. Okay. Aber das ist schon schweineschwer. Oh. Ja, also ich erzähle einfach so von ein paar Jagdgeschichten zusammen. Ne? Also, Ja. und ja, ich weiß, einmal bin ich so umhergestreift und wir haben einfach keine Schweine gesehen. Ne? Und ich habe einfach gebetet, Gott, bitte zeig mir jetzt einfach mal ein Schwein. Ne? Und ich gucke und sofort habe ich ein Schwein im Visier. Ne? Ich sehe sofort eins. Ich habe es leider nicht bekommen dann, ne? Aber das ist trotzdem solche kleinen Gebetserhörungen, aber das ist einfach heftig, sowas. Ja, wo Gott einfach irgendwie, ich glaube, dass Gott da auch Spaß hat manchmal und so die kleinen Sachen so zu erfüllen, ne? Im Alltag. Ja, dann gibt's noch eine, ich glaube, auf die wirst du hinaus, auf die Geschichte. Das ist die beste. Ja, das war, glaube ich, sogar auf der ersten Jagd, ich weiß nicht mehr genau. Wir haben gewartet auf so eine Bande Schweine und da waren wir wir sind auf einen Baum geklettert und haben dann da gewartet und ich musste so auf Toilette, ne? Und ich vom Baum runter und einer sagt mir so, ey, geh nicht in die Richtung, du musst in die Richtung, weil von da kommen die. Dann gehe ich halt in die, wo er mir gezeigt hat, ne? Das gehe ich da hin und dann stelle ich mich an einen Baum, auf einmal höre ich es rascheln, okay. Und auf einmal läuft direkt so vor mir so ein Schwein aus dem Baum raus. Eigentlich sollten die gar nicht von da kommen, ne? Ich war so überrascht. Hast du geschrien? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich habe gesagt, nächstes Mal springe ich auf das Schwein drauf, aber gab leider kein nächstes Mal. Ja, okay. Das war schon lustig. Oh Mann, ich bin schon ein bisschen neidisch. Ja, gab es irgendwas, was du vermisst hast aus Deutschland? So in der Zeit? Aus Deutschland? Außer deine Familie vielleicht. Ja. Jakobskaffee. Ja? Ja, ich habe am Anfang, den vor Afrika sehr lieben gelernt. Und dann bin ich dahin, ich habe mir so einen kleinen Vorrat mitgenommen, weil der ging sehr schnell aus. Ja, den habe ich schon vermisst. Da gab es auch Kaffee, aber halt kein Jakobskaffee. Ne? Ja, und was noch? Muss ich jetzt überlegen. Autofahren. Ich bin da auch Auto gefahren, aber da war auch ein bisschen anders. Ja, da konnte man Der nicht so schnell Verkehr fahren und und so, ne? Ja, eigentlich, ja, ich bin schon sehr froh, dass ich da Auto gefahren bin, weil dann kann ich in Deutschland überall fahren. Egal wie chaotisch es ist. Ja, aber so richtig einfach, genau, diese Sachen. Ich glaube aber, ich vermisse mehr Sachen aus Afrika, als ich damals aus Deutschland vermisst habe. So, ich vermisse jetzt mehr die Menschen einfach, das Leben da, das ist schon ein kleines Loch, was ich da hinterlassen habe, bisschen, ja. Wird das Loch irgendwann noch gefüllt? Ja, ich hoffe es, ne? So Gott will. Vielleicht nächstes Jahr. Ja. Einmal vorbeifahren. Ja, cool. Was ist so dein Ziel dann? Einfach die Leute wiederzusehen? Ja, einfach. Einfach besuchen. Ja, mit den Leuten. Hallo sagen. Ja, da gibt's ja eine Sache, die
Die vermisse ich auch sehr. Das ist Attaya heißt das. An der Westküste von Afrika ist das sehr weit verbreitet. Das ist, ja, wie kann man das vergleichen? Man kommt zusammen, das ist halt so ein Getränk. Sehr koffeinhaltiges Getränk, grüner Tee. Und der wird dann immer so aufgegossen, immer so aufgeschäumt mit richtig viel Zucker. Ich glaube, so ein Paket Zucker in so einem kleinen Becher oder so. Aha. Aber das Zeug ist auch so bitter, ne? Man braucht den Zucker. Okay. Ja, und einfach diese Gemeinschaft, die man dann mit den Leuten hat, weil das ist so richtig so ein Ritual, so ist das da. Ja. Also, wenn da eine Baustelle ist und da sind 7 Arbeiter, der 7. ist immer da, der muss Attaya kochen. Ah, krass. Und man geht nachts, man sieht überall Leute, die sind am Feuer und machen diesen Tee. Und einfach wie es da ist, ne, das vermisse ich. Also in Deutschland, ich gehe manchmal spazieren, ich sehe vielleicht 5 Leute. Und da ist das Leben einfach draußen, ne. Da ist jeder draußen und abends. Und was mich auch, wie gastfreundlich da die Menschen sind, verglichen zu mir. Manchmal. Ja, ich hab's nicht so gerne oder wir haben es nicht so gerne, dass einfach jemand bei uns ins Haus reingeht, aber da war das. Ich habe im Sofa gesessen, auf einmal kommt ein Mann rein, den habe ich noch nie gesehen, der legt sich da aufs Sofa, schläft für eine Stunde und geht dann wieder. Wirklich? Ja. Alter, das ist ja krass. Wir hatten da einen Mann, der kam einfach von jetzt auf gleich und der hat so 3 Monate, 4 Monate bei uns gelebt einfach. Alter. Und ja, das ist da einfach so, ne? Klar, so wir sind auch als Missionsstation, ist das noch vielleicht ein bisschen anders als so ein normales Haus da, ne? Ich glaube, wenn da einfach jemand zu so einem normalen Bürger geht, der wird einen nicht so aufnehmen für die Monate. Ja, ja. Aber ja, und der hat die Bananen gegossen und so, also der hat da nicht einfach nur gelebt, so der hat auch was gemacht dann. Ja, solche, oder wenn eine Hochzeit ist und die feiern, du kannst einfach da hingehen, die sagen, ey, komm, die gehen die essen und alles. Da ist keiner so, ey, du bist nicht auf der Liste, das gibt's da nicht, ne? Aber vielleicht auch, weil du Deutscher warst, oder? Nee, auch, oder auch normal so die Leute, ja. Wirklich, krass, heftig. Würde ich nicht denken. Ja, und wo du dann nach Deutschland gekommen bist, wie war das? Weil ich glaube, wenn man eine Zeit lang weg ist, dann denkt man kommt einfach zurück und alles ist so geblieben, wie man es verlassen hat. War es auch. Wirklich? Ja. Okay, krass. Also, Hattest du keine Unterschiede irgendwie so wahrgenommen oder Menschen mit anderen Augen gesehen? also, das haben auch andere berichtet, ne? Die kamen zurück, es war einfach alles gleich. Heftig. Okay. Also, damit hatte ich auch ein bisschen zu kämpfen. Ich hatte, also als ich dahin gefahren bin, ich kam an in Afrika, ich hatte ganz kleinen Kulturschock vielleicht. Ne? Ich habe mich da bin ich auch Gott dankbar. Ich habe mich so schnell da eingelebt, obwohl das eigentlich Tag-Nacht-Unterschied ist, ne, zu Deutschland. Und ich kam zurück nach Deutschland, ich hatte da den größeren Kulturschock, als ich da angekommen bin, ne? Das war schon heftig. Allein halt diese Umstellung, wie sozial die Menschen sind, also wie wenig Menschen in Deutschland draußen sind oder so, verglichen zu da. Genau, und es ist auch irgendwie, es hat sich so viel in einem selber verändert und man kommt zurück und die anderen nehmen es irgendwie nicht so wahr und man nimmt es bei den anderen auch nicht so wahr, dass sich da irgendwas verändert hat. Vielleicht kommt es auch einem irgendwie so vor einfach, aber das hat mich schon mitgenommen irgendwie, also einfach. Also, aber dann würdest du schon sagen, dass du dich so verändert hast, dass du, dass das dann komisch war, irgendwie zurückzukommen oder so, ne? Ja, Oder? Nicht direkt komisch. Ich Ja, finde das sehr gut, wie das bei uns, ich kam in die Jugend, es war eigentlich so wie immer. Ja. Es hat sich, klar war ich lange weg, aber es hat sich nicht so angefühlt, als würde man sich nicht mehr kennen. Ja, ja. Das war eigentlich sehr schön. Das ist gut. Es sind einfach so viele Kleinigkeiten, die einfach, anders sind. Ja. Ich war auch eine Zeit lang in Brasilien für ein Jahr und mit meiner Familie und da haben wir gemerkt, wo wir nach Hause gekommen sind, so dass sich viel so um einfach Dinge gedreht hat, dass viele dann so über den Urlaub reden oder keine Ahnung über so unsere Luxussachen, so wo wir im Alltag gar nicht merken, dass es Luxus ist. Und das hat sich so oberflächlich angefühlt, so die erste Zeit, ne? Dass man dachte so, Alter, so in Brasilien oder so, da gibt's voll viele arme Leute und denen geht's nicht so gut oder wir haben da so voll das bescheidene Leben geführt. Und hier, weiß nicht, werden wir überschwemmt mit Luxus, mit Bequemlichkeit und so. Ja. Irgendwann gewöhnt man sich wieder dran, aber ich fand so die erste Zeit, da ist einem das so besonders aufgefallen, dass auch Gespräche teilweise dann oberflächlich waren einfach, oder? Ja, mir ging es genauso einfach, ne? Auch,
wie oft man sich an Kleinigkeiten aufhängt in Deutschland, verglichen zu da. So, da ist einer zu spät aufgestanden oder so. Okay, ist halt passiert, ne? Und dann die This is Africa. Ja, aber ja, so einige Sachen, ne, die da einfach so hingenommen werden und in Deutschland wird daraus so ein großes Thema gemacht oder so viel Stress. Ja. Dieser Stress, das ist so das meiste, was mich fertig gemacht hat in Deutschland. Hier ist alles stressig, alles hat einen Zeitplan und so. Und ja. Also würdest du dir schon eher wünschen, dass es mehr so in Afrika ist? Ja, es hat beide seine Vorteile, ne? Ja. Würde ich sagen. Aber es ist auch, es würde ich auch sagen, ist einfach eine Einstellungssache, ne? Was einen stresst und was nicht. Ich bin da auch kein großes Vorbild, aber ja. Flavio, kannst du das anderen und gerade jungen Leuten weiterempfehlen? Auf jeden Fall. So eine Reise auch zu machen? Auf jeden Fall. Also wenn Gott das einem ermöglicht, wenn die Türen offen stehen, ich würde das sofort machen. Man hat so viel, was man aufnehmen kann, so viel, was man mit Gott erleben kann. Das ermutigt einen auch, finde ich. Also man geht durch Sachen und später, man denkt sich zurück und man sieht, Gott, so hat Gott mich geführt. Und ich kann sagen, ich bin durch viele schwierige Sachen gegangen. Und ich erlebe auch schwierige Sachen. Christ sein, das bedeutet nicht, dass alles einfach ist. Ja. Aber als Christ kann ich darauf vertrauen, dass es alles wird. Und ich kann zurückschauen und es wurde alles gut. Weil Gott es gut mit uns meint. Ja, ich wollte gerade die Frage stellen eigentlich, was ist wichtig, was für eine Herzenshaltung sollte man haben, wenn man in so ein Land geht, aber ich glaube, du hast es schon beantwortet. Einfach darauf vertrauen, dass Gottes Wille gut ist und dass man am glücklichsten da ist, wo Gott einen gerade haben möchte. Auf jeden Fall. Hattest du schon vorhin gesagt. Ich glaube, das rundet das Ganze so ein bisschen ab, ne? Ja. Dankeschön, Flavio, dass du so viel erzählt hast, auch so tiefe Einblicke in deine Erfahrungen da. Danke dir auch, dass du dich verletzlich gemacht hast. Das schätze ich sehr, dass du da so ehrlich warst und offen. Also die meisten Zuhörer sind ja, glaube ich, eher junge Leute. Was kannst du denen mitgeben auf dem Weg, was du gelernt hast? Einfach über, jetzt vielleicht nicht unbedingt nur in Afrika, aber so das ganze Leben, was dich begleitet hat, was dich geprägt hat, was du denen einfach weitergeben kannst als kleine Unterstützung. Eine Menge. Eine Menge. Oh, da kommt jetzt viel. Ja, ich habe ein paar Verse, die mir da wichtig geworden sind. Die steht im Korintherbrief, 2. Korinther Kapitel 6. Ich lese sie mal vor, ne? Ja. Okay. Von Vers 1 bis Vers 10. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen, denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir geben niemandem irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaften Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ich finde gerade die letzten Verse, die sprechen einfach so, die haben so in mein Herz gesprochen. Unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Unbekannte und doch wohlbekannt. Früher wollte ich immer, ja, bekannt sein bei den Coolen, aber darum geht's nicht. Und man wird fertig gemacht von den Umständen, von den Menschen um einen, aber das soll uns nicht aufhalten. Und selbst wenn wir mal fallen, da finde ich den Anfang immer so schön, aus Vers 2, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Nicht morgen fange ich an, nicht gestern habe ich angefangen, heute einfach. Ja. Ja, cool. Kannst du das vielleicht nochmal so in einem Satz gebündelt, die wichtigste Aussage so für dich? Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Okay. Ja, Dankeschön. Gerne, danke für die Möglichkeit. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, und jetzt möchte ich mich an dich, lieber Zuhörer, wenden. Danke dir, dass du eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen einfach, dass es dir gefallen hat, dass du vielleicht einen Denkanstoß mitnehmen kannst für dich, der dich heute vielleicht durch den Tag begleitet. Und wir wünschen dir, dass du im Glauben wachsen kannst und hoffen, dass wir dir da einfach eine Stütze sein können. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühl dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst oder eine Sendung verpasst hast, kannst du alle vorherigen Sendungen auf Spotify oder auf Soundcloud finden. Mehr Infos über Deep Talk oder Segenswelle allgemein findest du auf www.segenswelle.de oder auf unserem Instagram-Feed, auch unter Segenswelle zu finden. Falls du Fragen und Anregungen, zum Beispiel Themenvorschläge hast, schreib uns gerne. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.